Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video vom Wohnmobil Privat mit Vermietung. Mein Name ist David und im heutigen Video geht es mal um die Beladung und um die Überladung. Wie viel kann ich denn eigentlich mitnehmen? Was sind die Grenzen, bis wohin ich darf? Welchen Spielraum gibt es da in welchem Land? Was erwarten mich für Risiken, für Kosten und wie bekomme ich das Gewicht raus? Was ist zu beachten, wenn ich vermiete? Wir schauen uns das näher an, bleibt dran, bis gleich. Ja, schön, dass du dabei bist. Jetzt schauen wir uns mal näher an, wie überhaupt das Gewicht von so einem Mobil zustande kommt im Groben und welches Gewicht euer Mobil hat. Also ich habe da schon mal ein Video zu gemacht, wo darüber gesprochen wird, wie so ein Gewicht sich zusammensetzt. Es geht ja immer, man bekommt ja immer vom Hersteller dieses fahrbereite Gesamtgewicht. Das ist allerdings natürlich optimiert und nicht für euch optimiert, sondern der Hersteller optimiert das natürlich so, dass das auch so gut oder so niedrig wie möglich ist. Ja? Ist ja ein riesen Kaufkriterium, wie viel darf ich zuladen. Das ist eins der wichtigsten. Wichtig ist bei so einer Herstellerangabe zulässiges Gesamtgewicht oder fahrbereite Masse. Das ist ohne Zusatzausstattung, ja, wird in dem Video, was ich eben da verlinkt hatte, auch erklärt alles. Schaut euch das auf jeden Fall an, ist wichtig, es ist hilfreich. Dann nur der Fahrer ist mit drin und da gibt es auch so einen Pauschalgewichtswert und nur 20 Liter Frischwasser werden da berechnet. Und es ist ja auch zu bedenken, nicht nur in eurem Wassertank habt ihr ja Liter, so und so viel Liter, der fasst ja so und so viel, sondern ihr habt ja auch in eurem Boiler, in eurer Heizung auch noch Wasser. Ja? Und ich weiß jetzt nicht, wie viel da drin ist, aber das sind schon wahrscheinlich 20 Liter oder 10, 15 Liter. Ne? Also da ist die Frage, ob hier überhaupt noch von der Denke Wasser mit berechnet wurde. Also ist alles, sage ich mal, optimiert. Und es gibt da auch noch irgendwelche pauschalen Grenzen von 5% oder so, wo die Hersteller da, ne? Also darauf achten. Es muss nicht immer alles am Endeffekt so sein, weil wenn ihr natürlich Zusatzausstattung bestellt, und das sind keine großen Sondersachen, sondern zum Beispiel eine Markise, ist ja nicht unbedingt standardmäßig dabei, die wiegt einiges. Dann andere Reifen, ich habe jetzt zum Beispiel 16 Zoller drauf, die können schon mal um einiges mehr wiegen, wie die 15 Zoller, die vielleicht von vornherein mit berechnet waren und so weiter und so fort. Dann habt ihr vielleicht andere Felgen und allgemein Zusatzausstattung. Ne? In der Küche irgendwelche zusätzlichen Sachen, da geht es dann los mit Solar, da geht es dann los mit Klimaanlage, diese ganzen Dinge kosten viel Geld, auch da ist ja auch noch Elektronik und Kabellage und so weiter, also da kommt dann am Endeffekt auch nochmal ein anderes Gewicht zustande. Jetzt ist die Frage, wie bekommt ihr euer Gewicht raus? Und da ist meine Empfehlung, fahrt auf eine Waage. Zwei Möglichkeiten, zum Beispiel eine Deponie bei euch in der Nähe, die haben immer standardmäßig Wagen und ich stehe gerade vor der Deponie bei mir hier, ich war gerade drauf auf der Waage und bin ich schockiert, ja, also das ist um einiges mehr, wie ich erwartet habe und es ist auch um einiges mehr, wie natürlich die Herstellerangabe war, obwohl ich jetzt hier keine großen Zusätze dabei habe. Ich habe das natürlich jetzt ausgestattet, ich habe es jetzt extra so gewogen, wie ich es zur Vermietung rausgebe, damit ich Angaben geben kann dem Mieter, welches Gewicht habt ihr jetzt bei der Übergabe und welches Gewicht, wie könnt ihr unter der Grenze bleiben. Ne? Ja, das war meine Intention. Und das auch für euch, wenn ihr vermieten solltet, ist das ein wichtiger Zusatzpunkt, komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Ne? Aber ich hatte jetzt schon ein relativ hohes Gewicht, das waren jetzt locker 100 Kilo mehr, wie ich dachte. Ja? Und ich war ja auch mit drin. Also das ist ja quasi jetzt, Fahrer ist ja sowieso auch bei dem zulässigen Gesamtgewicht mit drin. Also, und Wassertank habe ich komplett leer. Der ist gerade auf Stillstand, das Gerät, das ist komplett alles leer. War nicht ohne. Also fahrt auf jeden Fall auf eine Waage, entweder hier so eine Deponie oder oft haben die Bauern auch auf den Orten, die haben selber auch Wagen, wenn die hier ihr Zeug wegfahren und so und dann messen die vorher nach, da kann man dann auch oft ganz easy mal drauf. Jetzt ist nochmal, also meine Empfehlung ist, gerade für die Vermietung, wiegt nach, wie ihr übergebt. Also natürlich der Kraftstofftank, den solltet ihr dann voll machen, so wie ihr übergebt und Wassertank leer. Lasst vielleicht 20 Liter drin, ein bisschen was drin, weil die meisten Mieter wollen ja, oder ihr macht einen leer und sagt von vornherein, leer wiegt so und so viel, wenn ihr Wasser rein haben wollt, dann dementsprechend dazu rechnen. Ne?
Wichtig ist, dass ihr in dem Zustand wiegt, wie ihr übergebt. Also euer Zeug raus. Ja? Euer Werkzeug oder was, euer Privates, was ihr immer so dann nicht mitgebt, alles raus, damit das standardmäßig passt. Ja? Und dann empfehle ich noch, hier so ein Ding zu arbeiten. Das habe ich irgendwo in irgendeinem Video schon mal gezeigt. Und zwar benutze ich die Waage immer, um nachzuwiegen, was die einzelnen Komponenten dann auch wiegen können. Ne? Also ihr seht, damit kann man dann das Gewicht schon ziemlich genau bestimmen, was reinkommt und was rauskommt. Ne? Um einfach irgendwie, jetzt Kleinkram nicht, aber ich sag mal, wenn jetzt jemand, wenn ich ein Fahrrad reinpacke, ne, und ich weiß von meinem Fahrrad, auch von den Kindern weiß ich das Gewicht nicht aus dem Kopf, ob das jetzt 5 Kilo sind oder 15 oder was, das kann man schätzen, ja. Aber mit dem Ding weiß ich innerhalb von Sekunden genau, was los ist. Ne? Das benutze ich ja immer für die Gasflaschen zum Beispiel, um zu schauen, wie voll die sind. Empfehle ich auch in dem Video oben bei der Vermietung gerade, dass die Gasflaschen nicht leer rausgegeben werden. Da kann man dann gut nachgucken. Schaut euch das ruhig an. Also, ich verlinke euch das Teil auch unten, könnt ihr euch näher anschauen, wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt. Ist auch eine gute Geschichte, wenn ihr dem Mieter das Mobil übergebt und ihr dann sagt, das ist das Gewicht, schau mal, dass du da bleibst. Dann kannst du das Ding gleich mit hingeben und sagen, hier kannst du genau nachwiegen. Wenn du jetzt zu dir fährst und lädst ein, hier hast du von mir alle Möglichkeiten bekommen, sicherzustellen und rauszubekommen, wie dein Fahrzeug, was dein Fahrzeug wiegt am Ende, wenn du losfährst. Ne? Also das ist auch wieder Sicherheit für euch, wenn ihr das zur Verfügung stellen könnt. Jetzt kommen wir nochmal zu dem Thema, die Grenzen und was kann euch so passieren. Ich habe jetzt mal was rausgesucht. Das muss nicht das aktuellste sein, das verändert sich ja eh immer. Ich mache nochmal ein paar Bilder dazu rein, aber ich empfehle euch natürlich, holt euch immer den aktuellen Stand, wenn ihr unterwegs seid oder wenn ihr auf Reisen wollt. Also ich habe jetzt mal so ein paar ganz krasse Sachen rausgesucht, so Spezialsachen. Erstmal natürlich Deutschland, da gibt es eine Toleranzgrenze von 5%. Ne? Bei 3,5 Tonnen sind das 175 Kilo, das ist einiges. Ja? Diese Toleranz dürft ihr quasi mit benutzen. Ja? Da wird noch nichts fällig. Also 175 Kilo, ihr dürft quasi eigentlich, also ich weiß nicht, ob ich es offiziell sagen darf, aber laut meinem Empfinden sind das dann 3675 Kilo, die man dann haben darf, ja, bevor es losgeht. So, was passiert denn? Minimum, Maximum. Also die Strafen sind 10 Euro bis 235 Euro, ein Punkt Flensburg. Das ist Min-Max. Zusammensetzung ist, ich werde es denke ich mal auch einblenden, ab 10% Überladung 30 Euro, 15, 35, 20% sind 95, da kommt dann der erste Punkt. Und so setzt sich das weiter fort mit 25, 140 Euro und 30% 235 Euro. Da muss ich sagen, in Deutschland ist das noch nicht so das Thema in Sachen Kosten, weil klar, ein Punkt, das ist natürlich ein Thema, das tut natürlich weh, aber wenn ich jetzt hier 30% überlade, das wäre ja über eine Tonne, ja, oder eine Tonne annähernd, da 235 Euro. Also da muss ich schon echt fuschen und die Strafe ist noch okay. Wenn ich jetzt hier 10% überlade, und das sind ja bei 3,5 Tonnen, sind das ja wirklich 350 Kilo, die ich mehr reinlade, da habe ich eine Strafe von 30 Euro. Also das ist noch okay, da kann man sich eigentlich nicht beschweren. Ob das noch ganz so 100% aktuell ist, bitte informiert euch da. Ja? Dann ist mir auf, das ist noch ein Positivbeispiel. Deutschland ist okay. Ja? Jetzt geht es aber los. Großbritannien, keine Toleranz. 70 Euro bis 6.000 Euro. Keine Staffelung. Das heißt, wenn das hier so passt, dann kann es auch schnell passieren, dass du da richtig viel Geld bezahlen musst. Dann haben wir hier Italien. Bis zu 5% Toleranz. Hier haben wir 2 Sternchen. Weiß ich jetzt nicht, was die bedeuten. Also die haben potenziell eine Toleranz. Aber auch bis zu 1.682 Euro Strafe. Dann haben wir hier noch Österreich. Ist ja bekannt für Nachwiegen und dass die das auch knallhart mal machen. Dass die da die Wagen rausholen und die haben auch keine Toleranz und zwischen 90 und 5.000 Euro Strafe in Österreich. Die haben auch Prozentstaffelung, hier laut dem Dokument, was ich hier gefunden habe. 6% Überladung 170 Euro, ab 11% 210 Euro und ab 15% Überladung, ne, das sind dann aber auch schon wieder 450 Euro, 450 Kilo oder 500 Kilo oder so. Aber ab da geht es dann richtig los mit Strafverfahren und so. Ne? Da wird es dann richtig teuer. Ansonsten die anderen Länder, ich werde das, entweder blende ich es ein oder ich werde es einfach unten in dem Beschreibungstext mal Copy and Paste reinpacken. Da könnt ihr euch das einfach anschauen, von mir aus auch rausziehen oder was. Und dann habt ihr das für euch mal vorliegen. Ich habe hier noch gesehen, Spanien knallt noch rein, bis zu 5% Toleranz potenziell. Allerdings sind auch 2 Sternchen dahinter. Allerdings bis zu 4.600 Euro Strafe auch.
Und ja, da haut's rein. Ne? Also da muss man dann genau gucken und da sollte man dann auch nicht leichtfertig losfahren, beziehungsweise auch nicht leichtfertig den Mieter losschicken. Denn jetzt ist die große Frage, was passiert, wenn, hatte ich auch noch nicht, ich kenne auch niemanden, der das hatte, aber was passiert, wenn ihr das Mobil rausgebt und der Mieter sein Zeug einlädt, der sich auch nicht so auskennt mit den Gewichten. Die meisten Camper selbst beschäftigen sich ja nicht unbedingt so extremst damit und kennen ihre Gewichte. Manchmal will man das vielleicht auch gar nicht so richtig. Und ihr gebt das raus und derjenige wird zum Beispiel in Österreich angehalten und muss dort 500 € Strafe zahlen. Dann kommt er natürlich zu euch und sagt, ey, du hast mir das Mobil rausgegeben, du musst doch wissen, was los ist, du kennst uns als Person, wir hatten nicht übermäßig viel Gepäck dabei, wir hatten 2 Fahrräder und ein bisschen Gepäck und trotzdem 500 €, dann habt ihr natürlich ein Problem. Ich kann jetzt im Moment nicht zwingend sagen, wie das dann abläuft, rein rechtlich. Weil ich denke mal, das hat mit Paul Camper jetzt nichts zu tun oder mit der Plattform nichts zu tun. Das ist schon in eurer Verantwortung als Vermieter sicherzustellen, dass der Mieter zu dem Mobil passt. Oder besser gesagt, dass das Mobil zu dem Vermieter passt, zu dem Mieter passt. Wenn da einer kommt mit, ich sag mal, mehreren Personen, Erwachsenen und die wollen dann vielleicht noch E-Bikes und so aufladen und dann wisst ihr ja von vornherein, oh, das wird sehr eng. Dann ist die Frage, gebt ihr das überhaupt raus? Kommuniziert ihr es? Wie verpackt ihr das? Und da ist meine Empfehlung auf jeden Fall, das so zu machen, dass der Mieter Bescheid weiß, dass der Mieter die Gewichte kennt, dass der Mieter nachwiegen kann und alles an die Hand kriegt, um sicherzustellen, wie schwer bin ich. Also auf die Waage fahren mit einem Gewicht, mit einem Zustand, wo euer Mobil in dem Zustand ist, wie ihr es immer rausgebt. Und da könnt ihr dann nämlich, und jetzt kommt es meiner Meinung nach ganz wichtig, auf das Übergabeprotokoll unten drauf schreiben, ergänzen. Das gibt es nämlich da nicht. Mobil wird übergeben mit vollem Tank. Das ist auf der Übergabeliste drauf. Voller Tank ist klar. Mit keinem Wasser oder mit 20 Liter Wasser. Und ansonsten mit Grundausstattung, Übergabe, hat von mir aus 3150 Kilo. Und schreibt von mir aus auch zu, der Mieter ist informiert, dass er mit Zuladung, mit Personen und so weiter, Fahrer nicht, aber die anderen Personen und Gepäck und so weiter, nur bis 3,5 Tonnen zuladen darf. Ansonsten drohen Strafen. Ne? Und das ist meiner Meinung nach für die Zukunft ganz, ganz wichtig, dass wir das da drauf schreiben. Der Mieter, der weiß das dann erstens. Zweitens wird es mit unterschrieben. Und wenn dann wirklich was ist, eine Strafe oder was, dann ist der Mieter natürlich, in dem Moment kann der nicht zu euch sagen, ey, ich will jetzt hier Geld von dir, weil du kannst dann sagen, wir haben es dir kommuniziert, wir haben es dir gesagt und du hast es auch unterschrieben, du hast das Messgerät bekommen, du konntest das selber alles überprüfen, du wusstest, dass du nur 3,5 fahren darfst. Ne? Und wichtig finde ich allerdings da in dem Zuge auch, dass ihr bei der Anmietung, wenn ihr die Anfrage bekommt, und schon hört, wie viele Personen und so weiter, dass ihr dann selber schon mal nachrechnet und mal überlegt und wie kann das klappen und dann auch sagt, nehmt ihr Fahrräder mit, nehmt ihr E-Bikes mit, was wollt ihr Besonderes zuladen und dann dem Mieter schon informiert, du pass auf, du hast jetzt hier nur 300 Kilo Zuladung für deine Mitfahrer und das Gepäck und so weiter, Fahrräder und so weiter zur Verfügung. Rechne das mal durch, ob das für dich passt. Wenn das passt, dann machen wir es. Ne? So in der Richtung, dass das von vornherein kommuniziert ist und dass ihr da auch potenziell keine Risiken eingeht. Weil wenn da irgendwo mal eine Strafe von 3.000 € kommt, dann gibt es ein Riesentheater. Der Mieter will das nicht zahlen, ihr wollt es natürlich auch nicht zahlen und das gibt Stress. Ne? Also vermeidet das, geht auf Nummer sicher, messt nach, gebt was zum Nachmessen mit, dokumentiert auf den Übergabeprotokollen und dann seid ihr auf der sicheren Seite. Ja, ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen ein bisschen helfen, sich mit dem Thema Gewicht, Wohnmobil, Überladung und so weiter näher zu beschäftigen. Wenn ihr vermieten solltet, dann hoffe ich, dass ich da ein bisschen Sicherheit auch bringen konnte, dass es da potenziell keine Risiken mehr gibt oder weniger Risiken gibt. Oder du als vielleicht Mieter, dass du da auch selbst drauf achtest, welches Mobil du nimmst, wie schwer das sein darf und dass es da wirklich immer schnell an die Grenzen geht. Ne? Ich freue mich, wenn ihr den Kanal abonniert, wenn ihr zukünftig dabei seid. Ich freue mich auch, wenn ich einen Daumen hoch bekomme von euch. Ansonsten schaut euch gerne die weiteren Videos an. Da geht es viel um Tipps und Tricks zum Thema Wohnmobil, zum Thema Vermietung vom Wohnmobil und natürlich auch hier und da eine Roomtour. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Habt schöne Zeit, habt eine schöne Reise. Bis bald. Ciao, ciao.